Ja, hallo liebe Mineralienfreunde, zu diesem schönen sonnigen Tag heute. Startet mir perfekter Tag, heute wieder zum Rausgehen. An einer meiner alten Mineralienfundstellen. Ich hoffe, heute finde ich mal was, wird heute ein kurzer Trip. In diesem Gebiet, wo ich ja schon mal war, nahm ich allerdings diesmal einen anderen Weg. Und zwar einen Zufluss bzw. Zulauf von dem Bach, wo ich das letzte Mal war. Für mich ist hier vor allem das Interessante, dass man hier das anstehende Gestein sieht, den Granit. Auch hier sind einige Brocken drin. Das Wichtige daran ist, während ich beim anderen Bach ja nicht weiß, wie weit ich oder wie tief ich da buddeln muss, wenn ich irgendeinen Quarzbrocken gefunden habe, dann kann die Druse, wenn ich Pech habe, 1 Meter unter dem Kies sein. Wüsste ich zumindest hier, dass wenn ich hier sowas finde, ich ziemlich schnell dran bin. Allerdings habe ich bis jetzt in diesem Zulauf noch keine wirkliche Hinweise gefunden auf so eine Kluft. Also keine größeren Quarzbrocken, nichts dergleichen. Schade eigentlich. Wobei ich denke, müsste ich vielleicht noch mal tiefgehender untersuchen. Das gehen wir wieder an den Bach, wo ich schon das letzte Mal war. Ja, der Brocken dürfte vielleicht aus dem einen Video noch bekannt sein. Aber auch hier, wenn ich mal richtig reinleuchte, sieht man jetzt nicht wirklich viel. Wonach ich diesmal aber suche ist, weil daran hatte ich mich nämlich zuletzt mal daran erinnert. In frühen Tagen fand ich immer dort, wo diese größeren Quarzbrocken waren, eine graue Tonnagelschicht. Und es ist auch die. Hier ist auch nichts Besonderes. Moment. Na, was ist denn das? Könnte ich mal versuchen mitzunehmen, ob ich da nach dem Reinigen ein bisschen mehr rausbekomme. Nehmen wir mit. Jedenfalls ist es immer noch nach dieser grauen Nagelschicht, die ich früher mal hatte. Ja. Ein bisschen Bücken hier, die Brücke durch. Ihr könnt euch auch die Augen mit aufhalten, ne? Ich will das bemerkenswerte hier. Ich habe diesen großen Brocken, aber das ist so schwer. Ziemlich großes Stück. Wäre bestimmt schön weiß, kann man beispielsweise mit Oxalsäure reinigen. Aber ohne Kristalle macht das jetzt wenig Sinn. Wobei schneiden, schleifen, polieren sieht auch nicht schlecht aus in der Hauswand. Ja, und hier sind diese riesen massiven Brocken. Hier ist auch wieder ein schönes Stück, habe ich letztens gar nicht so gesehen. Mit Turmalinen. Ich gehe jetzt mal richtig nah ran. Vielleicht mache ich auch noch ein gutes Foto davon. Mit diesen Turmalinkristallen. Ich mache mal ein Foto davon. Ja, die Frage ist eben, was muss das für eine massive Schicht sein oder Ader sein von Quarz hier im Granit? Wenn das Geld hätte, am liebsten das Grundstück hier aufgekauft und gebuddelt mit dem Bagger. Aber so weit bin ich nicht. Schade. Früher habe ich schon mal 2 Rauchquarze gefunden. Ziemlich groß. Einen hier, einen weit oberhalb. Ich vermute allerdings die Ader weit oberhalb. Nur ich suche jetzt schon bestimmt eine 20 Jahre danach irgendwas zu finden. Ne? Schöne Landschaft.
weiß ich nicht. Ich will noch irgendwas übersehen. Warte mal, Moment. Hier ist noch ein bisschen was. Moment. Moment. Das Ding mal raus, sieht ein bisschen verdächtig aus. Ui. Oh je, oh Gott. Ich glaube, absolut. Das sieht nicht aus einem Stück normalen Quarz. Das ist nämlich richtig durchscheinend und so bräunlich durchscheinend. Absolut. Sieht man das? Sieht man jetzt nicht so optimal. Vielleicht ein bisschen besser. Das ist sieht aus wie ein reines Stück Rauchquarz. Ich hoffe mal, wenn ich dann ins Licht komme, kann ich euch das noch ein bisschen besser zeigen. Ich halte es mir gegen das Licht. Vielleicht erkennt man das ein bisschen besser. Das ist ein richtiger Rauchquarzbrocken. Aber ein massiver Rauchquarzbrocken. Das reicht mir für heute. Sieht man vielleicht hier ein bisschen schön. Da muss auf jeden Fall geschliffen werden. Den muss ich schleifen. Ja, ich glaube, mit so einem großen Brocken kann ich mich heute wirklich zufrieden geben. Da wiegt auch ordentlich was. Vielleicht mache ich davon auch einfach mal ein Foto. Nach der ersten Reinigung sieht man vielleicht jetzt ein bisschen besser. Da sieht man wieder noch die ganzen Rostspuren. Ich denke, hier wird es schon ganz schön deutlich, dass es hier ein Brocken ist. Und auch nochmal mit einem Trick. Das ein bisschen durchleuchtet. Was auch interessant ist, die kleinen Stellen hier. Diese Einwachsungen. Was ist die Rückseite? Ja, das ist die Seite, die ich dann wohl, ich möchte polieren werde. Oder besser gesagt polieren lassen werde. Ja, da werde ich mich auch schon von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, bitte abonnieren. Vielen Dank. Und auf Wiedersehen.